Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Heute möchte ich euch auf einen Ausritt mitnehmen, und zwar auf einem. Genau, es geht um den Blurrg, der 2024 in der TVC-Serie herausgekommen ist. Mit dabei ist auch noch der Mandalorianer. Ja, dieser Blurrg, der ist tatsächlich nicht erst in der Serie Mandalorian erschienen, sondern schon 1985 in dem Film Schlacht um Endor. Da ist der Blurrg zum ersten Mal eingeführt worden. Damals war er noch nicht kanonisch, beziehungsweise er wurde dann entkanonisiert. Und jetzt, dadurch, dass er in der Serie erschienen ist er wieder im Kanon drin. Sehr schön. Was ich von dem Set halte und wie der Blurrg aussieht, das gucken wir uns jetzt an. Aber nicht so, wie ihr das von mir sonst kennt. Diesmal läuft alles ein bisschen anders. The Quantum Storm Star Wars Collection. Wie gesagt, ein neuer Blickwinkel. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr das besser findet als meine alten Sachen. Das ist die Box. Nicht sehr spannend. Blurrg drauf, Mando drauf. Mein ewiges Ärgernis ist auch noch drauf. Ja, das Vorderseite. So sieht die Rückseite aus. Nicht wirklich spannend alles. Auf der Unterseite, na, kommt der Fokus? Na, wo ist der Fokus? Ah, da ist der Fokus. Ja, da sehen wir noch, vielleicht sollte ich das mal andersrum halten. Da sehen wir dann noch, dass wir hier diverse Zusatzteile haben. Waffe von dem Mando und hier noch ein bisschen Geschirr für den Blurrg. Das soll ja auch reitbar sein. Bevor wir das Unboxing noch starten, schnell noch einmal die Maße von der Box. Dafür habe ich mir hier mal mein Präzisionsmesswerkzeug bereitgelegt. Das sind 24 cm in der Breite, 16 cm in der Höhe. In der Tiefe sind das 6,5 cm. Die Gesamthöhe von dem legen wir es mal so hin, 26 cm. Dann werden wir uns mal der Box selber widmen. Machen wir sie mal auf. Ich gucke erstmal, welche Seite nehmen wir. Höchstwahrscheinlich nehme ich wieder die falsche Seite, aber das soll uns ja nicht weiter stören. Einmal hier und das Ganze aufgemacht. Das ist der Blurrg, so wie er in der Box liegt. Ja, Box drehen wir mal auf die richtige Seite. Wie wir sehen, wir haben hier den Mandalorianer auf Karte. Der Blurrg, fehlt hier irgendwo ein Bein. Und da haben wir dann noch das Zusatzmaterial. Also befreien wir erstmal den Blurrg. Befreien wir erstmal den Mandalorianer. Das ist auch eine gute Sache. Zeige ich natürlich auch gleich noch detailliertere Bilder. Aber erstmal gucken wir mal, wie wir den Blurrg hier runter bekommen. Das sollte relativ einfach sein. Gucken wir mal, ob wir das hier durchgefummelt bekommen. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Tja, wie haltet ihr das? Schneidet ihr sowas ab? Oder versucht ihr das nach Möglichkeit zerstörungsfrei?
zerstörungsfrei da durchzubekommen. Zerstörungsfrei da durchbekommen haben wir geschafft. Blurk ist hier. Die Beine können wir hier herausnehmen. Die Box müssen wir nachher wieder zusammenfalten. Das machen wir später. Dürfen wir natürlich nicht die Blurk-Beine falsch herum anbauen. Das wäre jetzt natürlich ein schöner Streich. So sieht mir das Ganze gut aus. Und mir sieht es auch so aus, dass diese Beine hier, ja, wenn die einmal drin sind, sind sie drin. Rausbekommen könnte schwierig werden. Hier aufpassen, dass da nichts falsch läuft. Ein bisschen nach vorne gedreht. Oh Gott, soll das so sein? Also wenn ich so ganz ehrlich sein soll, hätte ich ja gedacht, die rasten ein. Scheint aber entweder nicht der Fall zu sein oder ich stelle mich einfach nur zu dusselig an. Beides möglich. Also das eine Bein ist okay, aber das andere Bein scheint so zu sein, dass das so sein soll. Legen wir dich mal hin. So, was fehlt mir? Mir fehlen deine Ärmchen. Ein Arm ist da und der andere Arm der ist hier. Okay, und wie sieht das Ganze aus? Das so nach vorne, wenn das so nach vorne sein soll. Kugelgelenk. Jo, ist das nicht eigentlich egal? Naja, zumindest ist der Arm drin. So, jetzt ist ja nur noch spannend und interessant. Kann sogar stehen, wenn man ihn dann richtig ausrichtet. So, was wir sehen können, der Schwanz hier, der lässt sich bewegen. Beine natürlich auch so ein bisschen. Ja, okay, hier entstehen natürlich komische Spalten, aber das geht, glaube ich, gar nicht anders. Lustig finde ich, dass er hier auch noch die Pins hat. Als würde ich den jetzt irgendwie aufstellen können. Möglicherweise will das ja jemand. Wir haben hier unseren Blurk. Im Moment seht ihr den nur von oben. Das ändern wir gleich. Da haben wir noch das Geschirr. So sieht der Blurk von vorne aus. Für die Detailbilder werde ich die Kameraposition nochmal ändern, damit ihr auch noch mehr von dem Blurk seht. Bevor wir das allerdings machen, stellen wir den Blurk mal kurz beiseite. Da haben wir den Mandalorianer. Wie wir sehen wir nachher auch noch ein bisschen genauer. Unpunched. Kartennummer ist VC335. Dann kommen jetzt die Detailbilder.
Welches Fazit ziehe ich aus diesem Reittier? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin überrascht. Finde ich richtig gut, das kleine Reittier. Ist nicht viel dran, kann man aber eigentlich nicht meckern. Und vor allen Dingen, das hat Gewicht. Ne, da ist ein bisschen Plastik ist dran. Ne? Hat sich Hasbro so ein bisschen ins Zeug gelegt. Na gut, 47,99. Ziehe ich da wieder meine berühmten 20 Euro für die Figur ab, dann bleiben für diese Figur hier 27 Euro. Aber es ist kein Vergleich, alleine vom Gewicht her, zu der Figur. Ne? Also hier habe ich bestimmt die dreifache Menge an Plastik drin, ohne das jetzt gewogen zu haben, als in der Figur. Bemalungsmäßig finde ich die Figur auch gut gelungen. Kann man eigentlich nicht meckern. Von daher können wir eigentlich sagen, wunderbar, dass wir den Blurk jetzt haben. Und damit wären wir auch schon am Ende der Vorstellung angekommen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst oder gleich den ganzen Kanal abonniert. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich mit sammlerfreundlichen Grüßen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Bis denn und tschüss.